Hi, my name is Lena. Und ich heiße Ed und willkommen bei Double Deutsch. So the idea behind Double Deutsch is to turn boring German concepts into fun videos. And today, we are going to answer the most confusing German question of all time. Wann man, wenn, wann oder als benutzt. In other words, why Germans feel the need to use 3 different words to say when. Let's get started. Es ist ein bisschen knifflig, weil man denken könnte, dass wann die direkte Übersetzung von when ist. Aber wann wird wirklich nur in bestimmten Situationen verwendet. Also, wenn du wissen willst, Sag mal, wann kommt Thomas vorbei? Und wann sehen wir uns wieder? Wann sollte man unseren Kanal abonnieren? Jetzt sofort. es muss wirklich entweder nur eine direkte oder eine indirekte Frage sein, um wann zu benutzen. Und die Antwort muss immer etwas mit einer Zeitangabe zu tun haben. Nein, Oma, ich weiß nicht, wann wir 5000 Abonnenten haben werden. Ja, ich weiß, dass es dein letzter Wunsch ist. So as you can see, in this case, no direct question has been asked, but it's an indirect question, which still also references some sort of answer that has something to do with time, opposed to a simple yes or no answer. Wenn man von einer Aktion in der Vergangenheit spricht, sollte man eigentlich als benutzen. Ja, also als ich klein war, hatte ich nachts oft Angst und machte das Bett nass. Oder aus jüngster Zeit? Ja, Alter, als ich letzte Woche nach Hause kam, war ich so besoffen, dass ich das Bett... Nee, nix. So basically, whenever you're talking about when I did this or when I did that, you're going to need to use als. So it's always for a single event or single period of time in the past. Also, wenn kann in verschiedenen Situationen verwendet werden und es ist sehr wahrscheinlich das Schwierigste zu verstehen, aber wird schon. Ich würde sagen, dass wenn eigentlich das Gegenteil von wann und als ist, aber auch nicht so ganz. Was? Also, wir haben schon gelernt, dass wenn man über eine bestimmte Zeitperiode in der Vergangenheit spricht, muss man als verwenden. Und wenn man eine indirekte oder direkte Frage stellt, wo die Antwort eine Zeitangabe ist, sollte man das Wort wann benutzen. Aber wenn man einen kausalen Satz braucht, benutzt man endlich das Wort wenn. Wenn ich Kaffee trinke, sehe ich die Welt anders. Aber wenn ich Kaffee trinke, muss ich ganz oft... Nix. Also kurz gesagt, wenn A passiert, dann passiert auch B. Man kann in den Fällen wann nicht benutzen, weil Ed generell Kaffee trinkt. Wir können auch als nicht benutzen, weil Ed immer noch viel Kaffee trinkt. Also ist die einzige Lösung das Wort wenn. Also jetzt kommt der schwierige Teil. Der Grund, warum wenn so schwierig ist leider, weil es auch if heißen kann. Wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinken würde, würde ich nicht schlafen können. Oder? Das mache ich. Ja, das sag ich dir. Okay. Meine Oma sagt, dass wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt machen, sonst wird meine Oma... Was willst du machen? So as you can see, when has this idea generally of when A happens, then B happens. Or the idea of future action and reaction. If I did this, then this would happen. So just to bring this all together, here is a statement from Angela Merkel to show you just how all of these concepts work. Als ich jung war, wollte ich Schauspielerin werden. Ich hatte keine Angst, nur Träume. Jetzt bin ich Kanzlerin geworden und muss diese Träume beiseite schieben. Aber wenn ich sehe, wie diese jungen Leute Videos machen auf YouTube, das macht mich fuchsig. Wann werde ich meinen Traum ausleben können? Wenn es möglich wäre, die Zeit zurückzudrehen, würde ich alles anders machen. Ich würde jeden Tag Videos drehen, einen YouTube-Kanal starten und versuchen, eine Kollaboration mit Double Deutsch zu arrangieren. Die sind so toll und Ed ist so heiß. Ich weiß nicht, wie er das macht. So as you can see, als is used for the past, wann is used for specific times and time questions, and when is used for anything futuristic or causal.
But of course, we are talking about German here, so there is always a bit of an exception to the rule. Oh, So, wenn und only wenn du alles verstanden hast, check out the bonus material for the secret exception to this rule. Also ein großes Dankeschön. We hope you enjoyed this video and let us know in the comments below if you enjoyed the format of this video and what subjects you would like me and Ed to talk about next time. And for now, bis bald. We will see you soon. er hat irgendwie einen komischen Akzent, aber das hat auch seinen Charme. Ich würde so gern ein Video mit ihm drehen. Oh ja. Ich traue... Okay, no.